Als der erste Schrei erklang, war es noch dunkel. Nicht das Schreien eines Neugeborenen, nicht der Schrei eines Verletzten, sondern ein kurzer, abgebrochener Laut wie ein Atemzug, der mitten im Entstehen erstickt wurde. Niemand öffnete ein Fenster. Im Dorf Steinmark wusste jeder, was dieser Laut bedeutete. Er kam nicht von einem Menschen, sondern von der Grenze zwischen dem Erlaubten und dem Verbotenen. Dort, wo Gefühle zu Gerauschen wurden und Gerausche zu Schuld. Steinmark lag eingeklemmt zwischen Wald und Moor, weit genug entfernt von den Handelsstraßen, vergessen zu werden, aber nah genug an der Erinnerung, nähe frei zu sein. Die Häuser standen eng beieinander, als hatten sie Angst, allein zu sein. Die Dächer waren niedrig, als wollten sie sich ducken. Selbst die Kirche hatte keinen Turm, nur einen gedrungenen Steinbau mit einer Glocke, die seit 20 Jahren nicht mehr geläutet worden war. Man sagte, sie dürfe nicht mehr klingen. Den Klang führte zu Tränen, und Tränen führten zu dem, was danach kam. In der Hütte am Rand des Dorfes saß Martha auf dem Boden. Ihr Rücken lehnte an der kalten Wand, die Knie angezogen, die Hände fest den Stoff ihrer Schürze gekrallt. Vor ihr lag der Körper ihres Sohnes. Jonas war 7 gewesen, sein Gesicht war ruhig, so ruhig, die Lippen leicht geöffnet, als wolle er gleich etwas sagen, vielleicht eine Frage, vielleicht ein Wort, das er nicht mehr gelernt hatte auszusprechen. Martha hatte den Schrei zurückgehalten, als sie Eichen fand. War ihr bis in den Hals gestiegen, hatte dort gebrannt wie Saure. Sie hatte sich auf die Zunge gebissen, bis sie Blut schmeckte. Blut durfte fließen, Tränen nicht. Im Dorf galt seit Generationen das gleiche Gesetz. Wer weint, ruft das Unglück. Wer klagt, verlangert es. Wer schreit, tragt Schuld. Niemand wusste mehr genau, wann es begonnen hatte, nur, dass es einmal anders gewesen war, dass Menschen früher ihre Toten geweint hatten, laut, unkontrolliert. Wie Tier, wenn man einen etwas entreißt, dann war etwas geschehen, etwas, das in keiner Chronik stand, etwas, das nur noch in den Körpern der Menschen lebte, in den zusammengepressten Kiefern, in den verhärteten Augen, in den Kindern, die schon früh lernten, still zu sein. Martha strich Jonas über die Haare, ihre Finger zitterten. Jeder Atemzug war ein Kampf. Sie durfte ihn nicht umarmen, nicht festhalten, nicht weigen. Nahe war gefährlich, nahe führte zu Erinnerung, Erinnerung zu Schmerz, Schmerz zu Tränen. Draußen hörte sie Schritte, langsam, bedacht, nicht eilig, nicht zögernd. Sie wusste, wer kam, noch bevor es klopfte. 3 Schläge, immer 3. Der Älteste des Dorfes stand vor der Tür, als sie öffnete. Hinter ihm 2 Männer, die sie seit ihrer Kindheit kannte. Ihre Gesichter waren ausdruckslos, wie Masken aus Haut. Niemand trug schwarz, Trauer hatte keine Farbe in Steinmark. Es ist geschehen, sagte der Älteste. Es war keine Frage. Martha nickte. Mehr Bewegung wagte sie nicht. Sein Blick glitt an ihr vorbei in die Hütte. Sah Jonas, sallte innerlich, Alter, Große, Nutzbarkeit, Verlust, hat jemand. Ließ den Satz offen. Nein, antwortete Martha sofort. Ihre Stimme klang fremd, als hatte jemand anderes sie benutzt. Der Älteste nickte langsam. Zufrieden war nicht, war es nie. Seine Aufgabe war nicht Zufriedenheit, sondern Kontrolle. Dann wird das Verfahren eingehalten. Das Wort hing schwer in der Luft. Verfahren, nicht Abschied.
nicht Beerdigung. Verfahren. Jonas wurde nicht gewaschen, nicht angezogen, nicht gesegnet. Zwei der Männer hoben ichen hoch, vorsichtig, als trugen sie etwas Zerbrechliches, oder etwas, das man nicht berühren wollte. Martha stand auf, ohne zu denken. Ihre Beine gehorchten aus Gewohnheit. Du bleibst, sagte der Älteste scharf. Sie erstarrte. Mutter begleiten nicht. Ist mein Sohn, flüsterte sie. Das Wort Sohn war gefährlich. Es machte aus dem Körper einen Menschen. Der Älteste trat nahe. Sein Gesicht war dicht vor ihrem. Seine Augen grau wie ein nasser Stein. War, korrigierte Leas. Jetzt ist ein Risiko. Die Männer trugen Jonas hinaus. Martha horte, wie sein Verse leicht gegen den Turmen stieß. Ein dumpfes Gerausch, klein, unbedeutend. Es war genug, sie fast brechen zu lassen. Sie presste sich die Hand gegen den Mund. Im Dorf hatten sich die Menschen versammelt. Nicht zu trauern, sondern zu besorgen. Kinder standen in den Türen, ihre Gesichter leer. Frauen hielten die Hände ineinander verschränkt, als konnten sie sich so selbst festhalten. Männer starrten auf den Boden. Niemand weinte. Jonas wurde auf den Wagen gelegt, der sonst für wir benutzt wurde. Kein Tuch, kein Zeichen. Der Älteste hob die Hand. Erinnerung wird vermerkt, sagte laut. Störung ausgeschlossen. Ein Murmeln ging durch die Menge. Erleichterung, keine Strafe, dieses Mal. Der Wagen setzte sich in Bewegung Richtung Wald. Dorthin, wo die Erde weich war und die Dinge verschwanden. Martha blieb allein zurück. In ihrer Hütte roch es noch nach Jonas. Nach Hau, nach Rauch, nach Haut. Sie setzte sich wieder in die Wand. Ihr Körper begann zu zittern. Nicht aus Kälte, aus unterdrücktem Leben. Ein Tropfen fiel auf den Boden. Sie sah ihn sofort. Klar, salzig. Eine Träne. Ihr Atem stockte. Panik raste durch sie. Sie wischte hastig über ihr Gesicht, als hatte sie sich verbrannt. Zu spät. Der Tropfen war gefallen. Hatte den Boden berührt. In Steinmark glaubte man, dass Tränen die Erde weckten. Und wenn die Erde wach wurde, erinnerte sie sich. Martha presste die Stirn gegen die Wand. Draußen begann der Wind aufzuziehen, nicht stark, nur genug, die Stille zu verschieben. Im Dorf hatte jemand geweint, und das Dorf würde antworten. Der Wind kam nicht plötzlich. Schlich sich heran, als hatte Zeit. In Steinmark bedeutete Wind Veränderung. Nicht das Wetter änderte sich, sondern das Gleichgewicht. Türen begannen zu knarren, obwohl sie geschlossen waren. Asche bewegte sich in den Feuerstellen, ohne dass jemand nachgelegt hatte. Hunde, die sonst reglos vor den Häusern lagen, zogen die Schwanze ein und verschwanden. Martha saß noch immer auf dem Boden, als die Dunkelheit vollständig hereinbrach. Sie hatte die Träne weggewischt, den Fleck auf dem Lehm zerdrückt, als ließe sich auslöschen. Aber etwas war geschehen, das sich nicht zurücknehmen ließ. Ihr Körper wusste es. Die Wand, an die sie gehängt war, wusste es. Selbst die Stille hatte eine andere Dichte angenommen. Sie stand erst auf, als die Glocke der Kirche dumpf gegen ihren eigenen Willen schlug. Ein Schlag, kein Lauten, nur ein einziger Ton, so tief, dass mehr gefühlt als gehört wurde. Martha erstarrte. Die Glocke hatte seit 20 Jahren nicht gesprochen. Niemand rief sie. Niemand durfte sie rufen. Und doch war der Ton da gewesen, wie ein Herzschlag unter Stein.
draußen offneten sich Türen. Nicht gleichzeitig, sondern sogernd, einzeln, als hatten die Menschen Angst, gesehen zu werden. Flackerndes Licht fiel auf den Dorfplatz. Gesichter tauchten auf, bleich, gespannt, voller Fragen, die niemand stellen durfte. Der Älteste stand bereits vor der Kirche. War schneller gewesen als die anderen. War immer schneller. Seine Anwesenheit bedeutete nicht Schutz, sondern Bewahrung. Hob die Hand, und das Murmeln verstummte. Zurück in die Häuser, sagte ruhig. Es ist nichts. Niemand glaubte ihm, aber niemand widersprach. Martha trat aus ihrer Hütte. Sie wusste nicht, warum. Vielleicht, weil sie hoffte, dass jemand sie aufhalten würde. Vielleicht, weil sie unbewusst wollte, dass es geschah. Ihr Blick traf den des Ältesten. Einen Moment lang sah sie etwas in seinen Augen, das sie dort noch nie gesehen hatte. Nicht Wut, nicht Angst, Berechnung. Trat auf sie zu. Seine Schritte waren fest, entschlossen, als gehöre der Boden ihm. Du hattest bleiben sollen, sagte leis. Ich habe nichts getan, antwortete Martha. Ihre Stimme zitterte kaum merklich. Sie war stolz darauf, doch, erwiderte etwas ist geschehen. Drehte sich und ging voraus. Sie folgte ihm. Nicht freiwillig. Aber es gab im Dorf keinen Ort, an dem man sich verstecken konnte. Alles war sichtbar. Alles wurde gesalt, in der Kirche roch es nach kaltem Stein und altem Holz. Kerzen brannten nur vorne, nah am Altar, als hatten sie Angst vor dem Raum. Die Glocke hing reglos über einen, dunkel, schwer, unschuldig. Setz dich, sagte der Älteste. Martha blieb stehen. Ich stehe, sagte sie. Musterte sie lange. Dann nickte Eine Träne wurde gesehen, begann Keine Anklage, Feststellung, nicht laut, nicht öffentlich. Aber sie war da. Martha schwieg. Weißt du, warum wir das Weinen verboten haben? Fragte weil Angst habt, sagte sie, bevor sie denken konnte. Ein Raunen ging durch die wenigen Anwesenden. 2 Frauen, 3 Männer, zogen. Der Älteste lächelte dünn. Nein, sagte weil wir gelernt haben. Ging langsam durch den Raum, als sah eine Geschichte, die ihm gehörte. Früher haben wir geweint, geschrien, uns auf den Boden geworfen. Wir haben die Toten festgehalten, als konnten wir sie zurücksehen. Und jedes Mal ist etwas gekommen. Was? Flüsterte Martha. Antwort, sagte Die Erde hat geantwortet. Blieb stehen. Erst sind die Tiere verschwunden. Dann die Kinder, dann die Stimmen. Welche Stimmen? Der Älteste beugte sich leicht vor, die nachts aus dem Wald kamen, die Namen kannten. Ein kalter Schauer lief Martha über den Rücken. Sie hatte als kein davon geträumt, von Flüstern hinter den Bäumen, von Stimmen, die Jonas' Namen riefen, noch bevor geboren war. Das ist vorbei, sagte sie hart. Ihr habt es begraben. Nein, korrigierte wir haben es ruhig gestellt. Ein weiterer dumpfer Schlag hallte durch die Kirche. Die Glocke bewegte sich nicht, und doch vibrierte die Luft. Die jüngste der Frauen begann zu zittern. Sie presste die Hände auf den Mund. Keine Träne fiel, noch nicht. Dein Sohn, sagte der Älteste und wandte sich weiter Martha zu, war der Erste seit 8 Jahren. Der Erste, der ohne Krankheit gestorben ist. Stille. Martha spürte, wie ihr Magen sich zusammenzog. Was redest du da? Wir haben gezahlt, sagte immer gezahlt.
Kinder sterben, alte sterben, aber gesunde Kinder, lässt den Satz hangen, das ist selten. Ist gefallen, sagte Martha. Im Wald, ist ausgerutscht. Alle rutschen aus, antwortete der Altest. So nicht alle sterben. Ein Murmeln, Zweifel, etwas begann sich zu verschieben. Du willst mir deine Schuld geben, sagte Martha leise. Nein, sagte ich will sie festmachen. Trat naher, denn wenn wir nicht wissen, wo sie liegt, dann sucht sie sich selbst einen Weg. Draußen begann es zu regnen, kein starker Regen, nur einzelne Tropfen. Sie trafen den Boden hart, als würden sie geprüft. Du wirst heute Nacht nicht allein schlafen, sagte der Altest, zu deiner eigenen Sicherheit. Zwei Männer traten vor. Martha wich zurück. Ich habe nichts getan. Rief sie, ihre Stimme brach. Sie fing sich sofort. Zu spät. Die Anspannung im Raum wurde greifbar. Du hast gelebt, sagte der Altest, und du hast geweint. Senkte die Stimme, das reicht. Sie führten Martha nicht in ein Gefängnis. Es gab keines. Sie brachten sie in das alte Schulhaus am Rand des Dorfes. Ein Raum, ein Bett, ein Fenster, das sich nicht öffnen ließ. Als sie allein war, sank sie auf das Bett. Ihr Körper zitterte nun unkontrolliert. Tränen stiegen hoch, wie Wasser hinter einem Damm. Sie biss sich auf die Lippe. Blut lief ihr über das Kinn. Draußen heulte der Wind auf. Im Wald knackte ein Ast. Und irgendwo, jenseits der Bäume, antwortete etwas auf den Klang der Glocke. Martha schloss die Augen. Sie wusste jetzt, was sie geweckt hatte. Und sie wusste, das Dorf würde nicht mehr lange schweigen können. Martha schlief nicht. Die Nacht legte sich nicht wie Dunkelheit über sie, sondern wie Gewicht. Jede Minute drückte schwerer als die letzte. Das Schulhaus war still, doch es war keine beruhigende Stille. Es war die Art von Stille, die lauschte. Sie lag auf dem Rücken, die Augen offen, und sammelte ihre Atemzüge, so wie man es den Kindern früher beigebracht hatte, wenn sie Angst hatten, nicht ruhiger zu werden, sondern beschäftigt zu sein. 1, 2, 3. Beim 20. Atemzug hörte sie es nicht von außen. Von unten, ein dumpfes Geräusch, kaum mehr als eine Vibration, die durch das Bettgestell ging, durch den Boden, durch ihre Knochen. Martha hielt den Atem an. Das Geräusch wiederholte sich, langsam, regelmäßig, wie etwas, das sich bewegte, ohne zu gehen. Sie setzte sich auf, presste die Füße auf den kalten Boden. Der Lehm war feucht. Sie hatte ihn nicht nass gemacht. War es geworden? Nein, flüsterte sie. Das Wort war so leise, dass es fast in ihrem Mund verschwand. Ein Kratzen folgte, nicht laut, beharrlich, als würde jemand mit den Fingern über Holz fahren oder mit Nageln über Erde. Martha stand auf und trat an das Fenster. Draußen lag das Dorf reglos unter dem Mond, kein Licht, keine Bewegung. Die Häuser wirkten leer, als hatten sie ihre Bewohner ausgespuckt. Nur die Kirche hob sich dunkel vom Himmel ab. Für einen Moment glaubte sie, die Glocke schwanken zu sehen. Doch sie hing still. Das Kratzen kam wieder. Nahe, direkt unter ihr. Martha wich zurück. Ihr Blick fiel auf eine feine Linie im Boden, kaum sichtbar. Ein Riss, der gestern noch nicht da gewesen war. Zog sich vom Bett bis zur Tür, wie eine Narbe, die es sich frisch geöffnet hatte. Der Boden bewegte sich, nicht viel, nur ein Zittern, aber genug. Jonas, flüsterte sie, bevor sie es verhindern konnte. Der Name hing in der Luft.
hatte Gewicht, Bedeutung, Erinnerung. Unter dem Boden antwortete etwas. Kein Wort. Kein Laut, den man hatte nachmachen können. Es war ein Geräusch, das mehr versprach als es sagte. Ein Laut, der sich in ihr Inneres schob und dort blieb. Martha sackte auf die Knie. Ihre Hände gruben sich in den Lehm. War weich, so weich, als hatte man ihn frisch aufgebrochen. Hör auf, sagte sie, bitte. Der Boden antwortete nicht, aber das Kratzen wurde schneller. Dann hörte es abrupt auf, Stille. Martha blieb reglos, die Hände im Dreck, der Atem flach. Sekunden vergingen, vielleicht Minuten. Sie wusste es nicht. Plötzlich klopfte es an der Tür. 3 Schläge. Sie zuckte zusammen. Ihr Herz raste. Die Geräusche unter dem Boden waren verschwunden, als hatte es sie nie gegeben. Der Lehm war weiter hart. Der Riss knoschte. Martha, sagte eine Stimme. Weiblich, leise, mach auf. Sie erkannte sie. Es war Lena, eine der Frauen aus dem Dorf. Sie war jünger als Martha, hatte selbst ein Kind verloren, vor 5 Jahren. Still, ohne Tränen, ohne Worte. Martha öffnete die Tür einen Spalt. Lena stand draußen, eingehüllt in einen dunklen Mantel. Ihr Gesicht war bleich, ihre Augen gerötet. Nicht vom Weinen, vom Wachsein, sie hören es auch, sagte Lena ohne Begrüßung. Martha öffnet die Tür ganz. Was? Fragte sie. Lena trat ein und schloss hinter sich. Ihre Hände zitterten. Die Nächte sind nicht mehr leer, flüsterte sie. Unter den Häusern, im Boden, es spricht. Martha schluckte. Was sagt es? Lena schüttelte den Kopf. Keine Worte. Nur nahe. Es ist, als würde etwas wissen, wo wir sind. Sie sah Martha an. Ihr Blick war scharf, suchend. Du hast geweint. Es war keine Entschuldigung. Es war eine Feststellung, wie ein Puzzlestück, das endlich passte. Ja, sagte Martha. Das Wort fühlte sich wie ein Geständnis. Lena atmete hörbar aus. Dann ist es also wahr. Was ist wahr? Lena setzte sich auf das Bett, als hatten ihre Beine plötzlich keine Kraft mehr. Dass die Erde nicht vergisst, sagte sie, dass sie sammelt. Was sammelt? Lena sah auf den Boden. Alles, was wir nicht rauslassen. Ein weiteres Geräusch drang von draußen hierin. Stimmen, mehrere, gedampft, aber aufgeregt. Martha trat ans Fenster. Auf dem Dorfplatz hatten sich Menschen versammelt. Männer, Frauen, Kinder. Niemand weinte, aber Weile hielten sich die Ohren zu, als konnten sie etwas hören, das nicht für alle bestimmt war. Der Älteste stand in ihrer Mitte. Sprach nicht laut. Musste es nicht. Seine Stimme trug. Es gibt Unruhe, sagte er. Und Unruhe braucht Ursache. Ein Murmeln, Zustimmung, Angst. Wir haben lange Frieden gehabt, fuhr er fort, weil wir gelernt haben, still zu sein, weil wir Opfer gebracht haben. Welche Opfer? Rief jemand. Der Älteste zögerte nicht. Erinnerung, sagte er. Bindung, nahe. Martha drehte sich von Fenster weg. Ihr Magen zog sich zusammen. Will jemanden zeigen, flüsterte sie. Lena nickte. War dich nennen. Ein Schlag hallte über den Platz. Nicht von der Glocke, vom Boden. Mehrere Menschen schreien auf kurze, erstickte Laute, sofort unterdrückt. Seht ihr, rief der Älteste, es antwortet. Erhob die Hand, wir müssen handeln, bevor es sich erinnert. Woran? Fragte jemand. Der Älteste drehte langsam den Kopf. Sein Blick wanderte und blieb am Fenster des Schulhauses hängen. Martha wusste in diesem Moment, dass es kein Zurück mehr gab.
nicht vor sie, nicht vor das Dorf, unter euren Füßen vibrierte der Boden erneut. Diesmal starker, langer, und diesmal war es nicht nur ein Gerausch. Diesmal formte es etwas, das wie ein Name klang. Der Name wurde nicht laut, kroch, kam nicht von oben, nicht aus Mundern oder Kehlen, sondern aus dem Boden selbst, als hatte die Erde gelernt, Sprache zu formen, ohne Stimme zu brauchen. Martha spürte Eichen zuerst in den Knien, dann in der Brust, schließlich hinter den Augen. Ein Druck, der nicht schmerzte, sondern forderte, sie riss das Fenster auf. Kalte Luft schlug ihr entgegen, roch nach nasser Erde und Eisen. Auf dem Dorfplatz war es still geworden. Die Menschen standen reglos, als hatten sie vergessen, wie Bewegung funktionierte. Nur der Älteste hob langsam den Kopf, als lausche einer Antwort, die nur hören durfte. Es hat Gewalt, sagte schließlich. Niemand fragte wen, niemand musste. Zwei Männer losten sich aus der Menge und gingen auf das Schulhaus zu. Ihre Schritte waren gleichmäßig, beinahe feierlich, nicht hastig, nicht widerwillig. Es war die Art von Gehen, die man übt, wenn man sich selbst überzeugen muss. Lena griff nach Marthas Arm. Du darfst nicht. Ein Schlag gegen die Tür ließ sie zusammenzucken. Holz splitterte nicht, aber es axte, als wusste es, dass Widerstand zwecklos war. Im Namen der Ordnung rief einer der Männer, öffnen. Martha schloss die Augen. Für einen kurzen, verbotenen Moment stellte sie sich vor. Jonas wurde hinter ihr stehen, seine Hand an ihrer Schulter, warm, lebendig. Der Gedanke schnitt tiefer als jedes Messer, sie öffnete. Die Männer traten ein, ohne sie anzusehen. Sie betrachteten den Raum, den Boden, den feinen Riss, der sich nun weiter gezogen hatte, bis unter die Tür. Einer der Männer kniete nieder und legte die Hand auf den Lehm. Sein Gesicht verzog sich. Es ist hier, sagte leise. Martha wurde gepackt, nicht grob, aber fest. Lena wich zurück, ihr Mund offen, doch kein Laut kam heraus. Tränen standen ihr in den Augen, blieben dort, wie festgehalten. Draußen teilte sich die Menge, als Martha hinausgeführt wurde. Manche senkten den Blick, andere starrten sie an, als sei sie plötzlich etwas anderes geworden. Kein Mensch mehr, ein Zeichen. Der Älteste trat vor sie. Du wirst beobachtet, sagte zu deinem Schutz und zu unserem. Ihr sperrt mich weg, antwortete Martha. Ihre Stimme war heiser, aber klar. Nein, sagte ruhig, wir geben dir Raum. Der Raum war das alte Haus am westlichen Rand des Dorfes, ein niedriger Bau aus dunklem Stein, den niemand mehr bewohnte. Früher hatte dort der Chronist gelebt, bevor man beschlossen hatte, dass Erinnerung gefährlich war, wenn sie zu genau wurde. Das Haus hatte Fenster, aber keine, durch die man hinaussehen konnte, ohne selbst gesehen zu werden. Martha wurde hineingeführt. Die Tür schloss sich hinter ihr mit einem dumpfen Schlag. Kein Schloss, keine Kette, es brauchte beides nicht. Jeder wusste, was es bedeutete, hier zu sein. Das Innere roch nach Staub und kalter Asche. An den Wänden hingen leere Rahmen. Keine Bilder, nur Umrisse. Wo einmal etwas gewesen war. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett, mehr nicht. Sie setzte sich. Ihr Körper fühlte sich schwer an, als habe der Boden einen Teil von ihr behalten. Die Stille war dichter als im Schulhaus. Sie drückte auf die Ohren, auf die Gedanken. Dann hörte sie es, nicht unter sich, in den Wänden,
ein leises Klopfen, unregelmäßig, wie Finger, die etwas sahlen. Martha stand auf, legte das Ohr an den Stein. Der Klang wanderte, kam nahe, entfernte sich. Als würde etwas prüfen, wo sie war. Ich bin hier, flüsterte sie. Sie wusste nicht, warum. Die Antwort kam sofort. Ein Zittern durchzog die Wand. Staub reißelte herab. Martha wich zurück. Ihr Atem ging stoßweise. Sie spürte Tränen aufsteigen, heiß, unaufhaltsam. Sie schlug sich selbst gegen die Brust, als könne sie den Körper zur Ordnung rufen. Nein, sagte sie, nicht so. Sie presste die Stirn gegen den Stein. Wenn du etwas willst, flüsterte sie, dann sag es. Der Stein war kalt, aber fühlte sich lebendig an. Draußen ging das Dorf seiner Nachtarbeit nach, lauschen, warten, sacheln. In mehreren Häusern saßen Menschen wach, die Hände Becher mit kaltem Wasser gelegt, als heilten sie sich an etwas Festem. Kinder lagen starr in ihren Betten, die Augen offen, als hatten sie Angst zu blinzeln. Lena saß allein in ihrer Hütte. Ihr Kinderschuh lag noch immer unter der Bank. Sie hatte ihn nie weggeworfen. Sie starrte ihn an, bis ihre Sicht verschwamm. Eine Träne löste sich. Sie fing sie auf, presste sie in den Stoff ihres Armels, als wäre das genug. Der Boden unter ihrem Haus bebte. Im Haus der Beobachter sank Martha auf die Knie. Der Riss im Boden hatte sich geöffnet, nicht weit, aber tief. Dunkelheit blickte daraus hervor, nicht leer, sondern wohl. Ich habe ihn geliebt, sagte Martha laut. Ihre Stimme brach, sie las es zu, ich liebe ihn. Ein Geräusch stieg aus dem Riss auf, kein Wort, kein Laut, aber etwas, das Zustimmung war. Die Kerze auf dem Tisch flackerte. Ihr Licht verzerrte die Schatten an den Wänden. Für einen Moment sah Martha dort formen, klein, gebückt, weil sie schloss die Augen. Als sie weiter öffnete, war der Riss größer, und irgendwo im Dorf fiel etwas nicht aus Zufall, sondern als Antwort. Der Morgen kam ohne Licht. Die Sonne stieg auf, doch sie brachte nichts mit sich. Kein Gefühl von Anfang, kein Versprechen. Der Himmel über Steinmark war bleiern, als hatte jemand Eichen festgeschraubt. Die Menschen traten aus ihren Häusern, langsam, mit den Gesichtern derer, die eine Nacht überlebt hatten, aber nicht wussten, warum. Im Haus der Beobachter war Martha eingeschlafen. Nicht aus Ruhe, sondern aus Erschöpfung. Sie erwachte auf dem Boden, die Knie an die Brust gesogen. Der Riss im Lehm hatte sich nicht weiter geöffnet, aber war da, dunkel und geduldig. Als hatte gelernt zu warten. Sie richtete sich auf, ihr Körper schmerzte, als war sie lange gefallen. Ihre Kehle war trocken. Sie hatte geträumt von Jonas, aber nicht so, wie sie es kannte. Hatte nicht gesprochen, nicht gelächelt. Hatte sie nur angesehen, wartend. Ein Geräusch ließ sie zusammenzucken, schreite, mehrere. Die Tür öffnete sich. Der Älteste trat ein, gefolgt von 4 Dorfbewohnern. Sie blieben nahe der Tür stehen. Als fürchteten sie, der Raum könne sich schließen, sobald sie weitergingen. Der Älteste sah müde aus. Seine Augen lagen tief in den Hohlen, seine Stimme hatte an Festigkeit verloren. Die Nacht war unruhig, sagte für euch oder für mich, fragte Martha. Ignorierte die Frage, sein Blick fiel auf den Riss. Verharrte einen Moment zu lange. Es ist stärker geworden, sagte Seit du hier bist. Martha stand langsam auf. Nein, sagte sie.
seid ihr nicht mehr zuhört. Ein Murmeln hinter einem, Unruhe, wir hören, entgegnete der Älteste scharf, wir hören zu viel, trat einen Schritt naher, es verlangt. Was? Sogerte. Nicht aus Zweifel, sondern aus Kalkul, Ausgleich. Martha lachte leise. Das Geräusch klang falsch in dem Raum. Nennt es Ausgleich, sagte sie. Früher nanntet ihr es Liebe, dann Schuld, jetzt Opfer. Der Älteste hob die Hand, genug. Drehte sich bringt hin. Einen Moment lang verstand Martha nicht. Dann hörte sie das Schlürfen. Leichte Schritte, so leicht. Ein Junge wurde hereingeführt. Vielleicht 9 Jahre alt, schmal, die Haare ungeordnet, als hatte man sie hastig gekammert. Seine Augen waren rot, nicht vom Weinen, sondern vom Festhalten. Martha erkannte ihn. Jakob, der Sohn der Bäckerin. Nein, sagte sie sofort. Das ist Wahnsinn. Jakob stand still. Sah Martha an, zuckend. Sie sagen, es hört dann auf, flüsterte dass die Stimmen leiser wurden. Martha ging in die Hocke, auf seine Höhe. Hör mir zu, sagte sie, so ruhig sie konnte. Das ist nicht deine Schuld. Der Älteste trat zwischen sie. Niemand spricht von Schuld, sagte nur von Notwendigkeit. Ihr wollt ein Kind geben, zischte Martha, damit ihr weiter schweigen könnt, damit wir leben können, antwortete Ein dumpfer Schlag ging durch den Boden. Der Riss vibrierte, Jakob zuckte zusammen. Siehst du, sagte der Älteste, es ist ungeduldig. Martha stellte sich vor Jakob. Wenn es etwas will, sagte sie laut, in den Raum hinein, dann mich. Ein Flackern ging durch das Kerzenlicht. Die Luft wurde schwerer. Der Boden antwortete, diesmal deutlicher. Ein Sehen, ein Drängen, als würde etwas aufsteigen. Der Älteste betrachtete sie lange. Dann schüttelte den Kopf. Du bist nicht genug. Die Worte trafen harter als ein Schlag. Es will Unschuld, fuhr fort, nicht Erinnerung. Jakob begann zu schluchzen, leise, abgehackt. Jeder Laut schnitt durch den Raum wie ein Messer. Hört ihr euch selbst zu, schrie Martha. Sie packte den Ältesten am Arm. Nennt das Schutz, ihr nennt das Ordnung. Riss sich los. Ich nenne es Überleben. Die Männer griffen nach Jakob. Martha stürzte vor, schlug sich, schrie. Es war ihr egal. Der Schrei brach aus ihr heraus wie ein Dammbruch. Laut, unkontrolliert, voller Leben. Der Boden reagierte sofort. Der Riss weitete sich. Ein dumpfes Grollen erfüllte den Raum. Staub rieselte von der Decke. Einer der Männer stürzte zu Boden. Halt sei fest, brüllte der Älteste. Zu spat. Der Schrei hatte sich in die Erde gebrannt. Ein Arm schoss aus dem Riss. Nicht menschlich, zu lang, zu dünn. Die Haut grau, gespannt über Knochen, die sich bewegten. Griff nach Jakob. Ein Moment erstarrter Stille, dann Chaos. Martha stürzte vor, riss Jakob zurück, presste ihn an sich. Der Arm krallte sich in ihren Rücken. Schmerz explodierte. Sie schrie erneut. Der Boden gab nach. Jakob wurde ihr aus den Armen gerissen. Ein einziger, markerschütternder Laut, dann Stille. Der Riss schloss sich. Kein Blut, kein Körper, nur der Geruch von feuchter Erde und etwas Süßlichem, das nicht dorthin gehörte. Der Älteste sank auf die Knie, nicht aus Reue, aus Erleichterung. Es ist geschehen, flüsterte Martha lag am Boden, ihr Rücken brannte, ihr Mund war offen, aber kein Laut kam mehr heraus. Sie starrte auf die Stelle.
an der Jakob verschwunden war. Draußen begann das Dorf zu atmen. Langsam, vorsichtig, ein Opfer war gebracht worden. Und tief unter Steinmark begann etwas zu wachsen. Die Stille nach Jakobs Verschwinden war kein Frieden. Sie legte sich über Steinmark wie eine Decke aus Asche, zu schwer, darunter zu atmen, zu glatt, Halt zu finden. Die Menschen verließen das Haus der Beobachter, einer nach dem anderen, ohne sich anzusehen. Keiner sprach, keiner fragte, es gab nichts mehr zu erklären, nur noch etwas zu verwalten. Martha blieb zurück, sie lag auf der Seite, der Rücken brennend, die Hände verkrampft im Lehm. Dort, wo Jakob verschwunden war der Boden wieder fest. Kein Riss, kein Zeichen, als hatte es Eichen nahe gegeben, als hatte man Eichen nur gedacht. Der Älteste erhob sich langsam. Strich sich den Staub von den Knien, ordnete seinen Mantel. Seine Bewegungen waren ruhig, so ruhig, bindet sie nicht, sagte zu den Männern. Sie ist leer. Martha lachte leise, ein trockenes Geräusch, das in ihrer Kehle hängen blieb. Leer. Das Wort schmerzte mehr als der Riss in ihrem Rücken. Sie wurde allein gelassen. Draußen hatte sich das Dorf bereits neu sortiert. Türen schlossen sich. Feuer wurden neu entfacht. Wasser wurde geschöpft. Die Menschen taten das, was sie immer taten, wenn etwas Ungeheures geschehen war. Sie gaben dem Alltag die Schuld. In der Bäckerei knetete Jakobs Mutter den Teig, als sei es ein fremder Körper. Ihre Hände bewegten sich mechanisch ohne Gefühl. Mehl staubte auf, legte sich auf ihre Wimpern. Sie wischte es nicht weg. Tränen dürften es nicht sein. Ist nur spät, sagte sie laut, zu niemandem. Kommt gleich. Niemand widersprach. Im Haus der Beobachter regte sich Martha endlich. Jeder Atemzug brannte. Sie setzte sich auf, stützte sich an der Wand ab. Ihre Finger glitten über den Stein, suchten Halt. Unter ihrer Haut fühlte sie etwas pochen, als habe der Boden sie markiert. Das ist es also, flüsterte sie, so fühlt sich eure Ordnung an. Sie erwartete keine Antwort, doch sie kam, nicht aus dem Boden, nicht aus den Wänden, aus ihr selbst. Ein leiser Druck in der Brust, der nicht wehtat, sondern sog, wie eine Hand, die sie irgendwohin führen wollte. Martha schloss die Augen. Bilder tauchten auf, ungebeten. Kinderfüße im Staub, kleine Hände, Gesichter ohne Namen. Jakob war nicht allein. Sie guckte auf, riss die Augen wieder auf. Der Raum war unverändert. Und doch war voller. Sammelt sie, sagte Martha laut. Nicht wahr. Der Druck verstärkte sich. Kein Nein, kein Ja, nur Gewissheit. Als die Tür sich erneut öffnete, war es Lena, die eintrat. Ihr Gesicht war aschfahl, ihre Lippen aufgesprungen. Sie trug keinen Mantel, obwohl es kalt war. Sie sagen, es ist vorbei, flüsterte sie, dass wir heute Nacht schlafen können. Martha sah sie an, und glaubst du das? Lena schüttelte kaum merklich den Kopf, Jakobs Mutter. Sie brach ab, schluckte, sie hat angefangen zu singen. Ganz leise, ein Lied von früher, für Kinder. Martha schloss die Augen. Hat jemand sie gehört? Ja, dann ist es nicht vorbei. Ein fernes Grollen bestätigte ihre Worte. Nicht laut, aber tief genug, durch den Boden zu kreichen. Lena presste die Hände gegen die Ohren. Was ist das? Flüsterte sie. Martha stand auf, langsam, vorsichtig. Ihr Körper schmerzte, aber gehorchte. Das, was ihr genährt habt, sagte sie, mit jedem unterdrückten Laut.
Saya ging zur Tür. Lena trat ihr in den Weg. Du kannst nicht raus, sagte sie panisch. Sie werden dich. Sie haben mich schon, unterbrach Martha sie ruhig. Ich bin nur deine Einzige, die es weiß. Draußen hatte sich der Himmel verdunkelt. Nicht durch Wolken, sondern durch etwas Tieferes. Die Luft roch nach feuchtem Stein. Menschen standen wieder auf dem Platz, unruhig, flüsternd. Der Älteste trat vor die Menge. Es ist geschehen, sagte er. Das Gleichgewicht ist wiederhergestellt. Ein Kind begann zu husten. Ein trockener, kratzender Laut. Die Mutter heilt ihm die Hand vor den Mund. Martha trat aus dem Haus der Beobachter. Ein Raunen ging durch die Menge. Einige wichen zurück. Andere starrten sie an, als sie ein offenes Feuer. Hört auf, sagte Martha laut. Ihre Stimme war heiser, aber sie ertrug. Hört endlich auf. Der Älteste drehte sich langsam zu ihr. Seine Augen verengten sich. Du hast kein Recht. Doch, unterbrach sie ihn, habt es mir gegeben. In dem Moment, als ihr ein Kind habt holen lassen. Ein dumpfer Schlag lässt den Boden erzittern. Mehrere Menschen schreien auf, diesmal zu laut, es zurückzunehmen. Es will mehr, rief jemand panisch. Nein, sagte Martha, es ist wohl. Stille, wohl, fragte der Älteste scharf. Martha legte die Hand auf ihre Brust. Der Druck dort pulsierte. Es sammelt das, was ihr nicht tragen wollt, sagte sie, und irgendwann. Sie sah sich in die Gesichter, die sie kannte, seit sie ein Kind gewesen war. Irgendwann platzt es. Ein fernes Krachen aus dem Wald ließ die Vogel auffliegen. Der Boden bebte stärker als zuvor. Der Älteste hob die Hand. Bringt sie zurück, befahl bevor sie alles verdirbt. Niemand bewegte sich. Lena trat neben Martha, dann eine andere Frau, dann ein Mann, zögernd, unsicher, aber da, die Erde unter Steinmark vibrierte, als würde sie lachen. Martha wusste, das Opfer hatte nichts beendet. Es hatte nur gesagt, was jetzt unmöglich geworden war. Zurück in die Stille. Niemand berührte Martha. Das war neu. Früher hatte man sie gepackt, weggeführt, zum Schweigen gebracht. Doch jetzt stand sie da, mitten auf dem Platz. Und die Menschen machten einen Bogen sie, als trüge sie etwas Ansteckendes. Etwas, das man nicht sehen konnte, aber spürte. Der Älteste ließ die Hand sinken. Sein Befehl war Verhalt, ohne Wirkung. Das war ihm noch nie geschehen. Sah sich suchte in den Gesichtern nach Gehorsam und fand nur Unsicherheit. Angst, Zweifel, Dinge, die über Jahre aus dem Dorf gedrängt hatte. Geht in ihre Häuser, sagte schließlich. Seine Stimme war ruhig, aber sie trug nicht mehr. Die Nacht wird lang. Einige folgten ihm sofort, andere zögerten. Weiter andere blieben stehen, wie festgewachsen. Niemand sprach Martha an, niemand entschuldigte sich, aber auch niemand wagte es, sie anzusehen. Als sich der Platz leerte, blieb Lena bei ihr. Was ist mit dir? Fragte sie leise. Was haben sie dir angetan? Martha legte die Hand auf ihren Bauch. Der Druck dort war nicht verschwunden. Hatte sich verändert. War strukturierter geworden, geordneter, als hatte etwas begonnen, sich einzurichten. Sie haben mir nichts gegeben, sagte sie. Sie haben mir etwas aufgeladen. Lena schluckte. Was denn? Martha sah zum Boden, Namen. Ein dumpfes Grollen bestätigte es, als hatte die Erde selbst genickt. Sie gingen langsam durch das Dorf. An Häusern vorbei.
aus denen gedampfte Gerausche drangen, flüsternde Stimmen, hastig unterdrücktes Husten, das Knacken von Holz. In manchen Fenstern brannte Licht, in anderen nicht. Es gab kein Muster mehr, keine Ordnung. Vor der Bäckerei blieb Martha stehen. Jakobs Mutter saß auf der Stufe, den Rücken an die Wand gelehnt. Ihre Hände waren weiß vom Mehl. Sie bewegten sich nicht. Ihr Blick war leer, auf einen Punkt gerichtet, der nicht existierte. Martha ging in die Hocke. Ist nicht fort, sagte sie leise. Die Frau reagierte nicht. Ist nicht allein, fuhr Martha fort. Und ist nicht vergessen. Da zuckte etwas im Gesicht der Mutter. Ein Zucken, kaum sichtbar. Ihre Lippen öffneten sich. Sag seinen Namen, flüsterte sie. Martha erstarrte. Sag Etienne, wiederholte die Frau. Ihre Stimme war brüchig. Gefährlich, wenn du ihn kennst. Martha spürte, wie sich der Druck in ihr verstärkte. Es war kein Schmerz, es war ein Drängen, ein Wunsch, hinauszukommen. Jakob sagte sie schließlich. Der Boden vibrierte, nur ein wenig, aber genug. Die Mutter sog scharf die Luft ein. Tränen steigen ihr in die Augen, fielen aber nicht. Sie lachte leise, hysterisch. Hat Angst vor der Dunkelheit gehabt, sagte sie, schon immer. Jetzt nicht mehr, sagte Martha. Sie wusste nicht, woher sie das wusste, aber es war wahr. In dieser Nacht schlief kaum jemand. Die Erde war unruhig. Sie gab Laute von sich, die keine waren. Knacken, Sehen, ferne Schlage, als wurde etwas Schweres umgelagert. Unter manchen Häusern öffneten sich feine Risse, nicht gefährlich, noch nicht, aber sichtbar. Im Haus der Beobachter saß der Älteste allein. Vor ihm lagen alte Aufzeichnungen, wenige, unvollständige. Hatte sie über Jahre gesammelt, heimlich gegen die Regeln, die selbst durchsetzte. Namen standen darin, Daten, Zeichen. Fuhr mit dem Finger eine Liste entlang. Seine Hand zitterte. Es ist zu früh, murmelte sehet zu viele. Ein Klopfen an der Tür ließ ihn zusammenfahren. 3 Schläge. Öffnete. Martha stand davor. Für einen Moment sagte keiner etwas. Du solltest hier nicht sehen, sagte schließlich. Du solltest längst tot sein, antwortete sie ruhig. Sein Gesicht verhärtete sich. Was willst du? Martha trat ein, ohne auf eine Einladung zu warten. Ich will wissen, wie viele. Verstand sofort. Und das machte ihm Angst. Du weißt nicht, wovon du sprichst. Ich weiß, wie viele unter uns liegen, sagte Martha. Und ich weiß, warum. Der Älteste wandte sich ab. Du bildest dir Dinge ein. Martha trat nachher. Jeder Schritt ließ den Boden unter ihnen reagieren. Die Kerze auf dem Tisch flackerte. Habt sie nicht geopfert, zu überleben, sagte sie. Habt sie geopfert, nichts fühlen zu müssen. Drehte sich Du hast keine Ahnung, was wir verhindert haben. Doch, sagte Martha, ihr habt verhindert, dass ihr euch erinnert. Sie legte die Hand auf den Tisch. Die Aufzeichnungen begannen zu zittern. Sie wollen ihre Namen zurück, sagte sie leise. Alle. Der Älteste starrte sie an. Das ist unmöglich. Nein, sagte Martha, das ist unausweichlich. Draußen begann der Boden zu beben, stärker als zuvor. Ein Schrei hallte durch das Dorf diesmal nicht von einem Menschen, etwas Tieferes, Breiteres. Der Älteste sank auf den Stuhl. Wenn du das tust, flüsterte wird nichts bleiben. Martha sah ihn lange an.
Dann schüttelte sie den Kopf, doch, sagte sie, endlich etwas Echtes. Sie drehte sich und ging. Hinter ihr begann im Haus der Beobachter etwas zu reißen, und tief unter Steinmark formierten sich die Namen bereit, gehört zu werden. Die erste Tür öffnete sich, ohne dass jemand sie berührte. Ein leises Knacken, dann ein Atemzug, der keiner war. In der Hütte der Schmeiden fiel ein Rahmen von der Wand, nicht mit Lärm, sondern mit einer müden Entschlossenheit, als hatte lange darauf gewartet. Die Frau erstarrte, ihr Mann legte ihr die Hand auf den Arm, sie sahen sich an und wussten, es hatte begonnen. Martha ging langsam durch das Dorf. Jeder Schritt schien den Boden zu wecken. Nicht, weil sie eichen zwang, sondern weil sie kannte. Der Druck in ihrer Brust hatte sich ausgedehnt, war breiter geworden, schwerer. War kein Knoten mehr, sondern ein Raum. Wohl, überwohl, hinter Fenstern flackerten Lichter. Menschen standen reglos da, die Hände vor den Mündern, als fürchteten sie, etwas konnte aus ihnen herausfallen, wenn sie öffneten. Manche knieten, andere pressten die Stirn gegen die Wand. Niemand folgte Martha, aber niemand blieb unberührt. Der erste Name kam von selbst. Nicht als Wort, als Warme. Martha blieb stehen, vor dem Haus der Gerberfamilie. Ihre Hand hob sich, ohne dass sie es wollte, legte sich an den Türrahmen. Der Boden vibrierte. Die Luft verdichtete sich. Anne, sagte sie leise. Ein kurzer Laut aus dem Inneren des Hauses. Ein ersticktes Schluchzen. Dann Stille, die Tür öffnete sich einen Spalt. Eine Frau blickte heraus. Die Augen weit, rot, watch, sei ist hier, flüsterte die Frau, nicht im Haus. Aber, na, Martha nickte. Sie hat lange gewartet. Die Frau öffnete den Mund. Ein Laut kam heraus, roh und gaubt, voller Jahre. Riss ihr die Kehle auf. Tränen liefen über ihr Gesicht. Sie versuchte nicht, sie aufzuhalten. Der Boden unter ihren Füßen bebte und beruhigte sich. Martha ging weiter. Der zweite Name kam schneller. Und der dritte. Manche flüsterten eichen selbst, bevor sie es konnte. Andere brauchten ihre Stimme, ihre Nähe, ihre Hand an der Wand, am Turmpfosten, am Boden. Mit jedem Namen veränderte sich das Dorf. Die Geräusche wurden klarer, weniger dumpf. Der Wind verlor seine Schärfe. Risse im Lehm schlossen sich nicht, aber sie hörten auf zu wachsen. Etwas verschob sich, nicht nach unten, nach oben. Im Haus der Beobachter war der Älteste nicht mehr allein. Zwei Männer standen bei ihm. Einer hielt sich am Tisch fest, als würde der Boden schwanken. Der andere starrte auf die Wand, an der sich feine Linien abzeichneten, die es vorher nicht gegeben hatte. Sie sagte sie, flüsterte der Jüngere, alle. Der Älteste saß zusammengesunken. Sein Blick war leer, die Aufzeichnungen lagen verstreut, Namen, Daten, die Ordnung, die über Jahre aufgebaut hatte, sehr viel zu Staub. Das ist nicht, was es will, sagte es will Tiefe, Schweigen, Gewicht. Vielleicht hat es das lange genug gehabt, antwortete der Mann. Ein Krachen ließ sie zusammenfahren, nicht von unten, von draußen. Die Glocke der Kirche bewegte sich, langsam, schwer, als würde etwas sie von innen anschieben. Der Ton, der folgte, war kein Lauten, es war ein Atemzug aus Metall. Tief, tragend, wohl, im Dorf schreien Menschen auf, nicht vor Angst, vor Erleichterung. Martha blieb stehen, mitten auf dem Platz. Sie hob den Kopf.
Der Klang ging durch sie hindurch, ordnete etwas, das sich lange widersetzt hatte. Der Druck in ihrer Brust ließ nach, nicht ganz, aber genug, Luft zu lassen. Es hört zu, flüsterte Lena neben ihr. Sie war aus dem Nichts aufgetaucht. Ihre Augen glanzten. Zum ersten Mal. Martha nickte, weil wir sprechen. Ein Name reißt sie herum. Nicht einer der Kinder. Nicht einer der Alten. Der Alteste. Der Name stand plötzlich im Raum, schwer, widerspenstig. War anders. Nicht verloren. Nicht unterdrückt, verdrängt. Martha sah zur Kirche. Der Boden vor den Stufen war gerissen. Nicht tief, aber offen. Ein dunkler Spalt, der sich wie ein Mund anfühlte. Nein, flüsterte Lena. Nicht er. Martha schloss die Augen. Der Name drängte. Wollte gesagt werden nicht als Opfer, sondern als Verantwortung. Sie ging auf die Kirche zu. Jeder Schritt wurde schwerer. Der Boden antwortete nicht mehr sanft. Prüfte. Widerstand war da, aber auch Erwartung. Der Alteste trat aus der Kirche. Sein Gesicht war grau. Seine Hände zitterten. Wenn du das aussprichst, sagte heiser, nimmst du uns alles. Martha blieb stehen. Nein, sagte sie, ich nehme just die Lüge. Ohne sie sterben wir. Mit auch. Der Wind legte sich. Die Glocke kam zur Ruhe. Die Menschen traten nahe, nicht aus Neugier, aus Notwendigkeit. Martha sah den Altesten an. Zum ersten Mal nicht als Gegner, sondern als Teil dessen, was unter ihnen lag. Du hast sie gesalbt, sagte sie leise. Jetzt werden sie dich salben. Der Boden öffnete sich einen Finger breit. Nicht drohend, einladend. Der Alteste sank auf die Knie. Seine Stimme brach. Ich wollte nur, dass es aufhört. Es hört nicht auf, sagte Martha. Es wird wacher. Sie sprach seinen Namen. Kein Schrei folgte. Kein Arm. Kein Riss, der sich verschlang. Stattdessen ein tiefer, langer Ton aus der Erde, wie ein Ausatmen nach zu langem Halten. Der Spalt schloss sich. Der Alteste blieb kniend zurück, klein, leer, lebendig. Martha spürte, wie der Raum in ihr sich leerte, nicht vollständig, aber genug. Die Nacht hatte gesprochen, und Steinmark würde nie wieder still sein wie zuvor. Der Morgen kam diesmal wirklich, nicht hell, nicht freundlich, aber kam mit Richtung. Das Licht lag flach über Steinmark, als würde es vorsichtig prüfen, ob es bleiben durfte. Die Häuser standen noch. Der Boden hatte sich beruhigt. Die Glocke hing still. Und doch war nichts mehr, wie es gewesen war. Die Menschen traten aus ihren Türen, als kamen sie aus langen Traumen. Manche mit geschwollenen Augen, manche mit leeren Blicken, manche mit etwas, das man Hoffnung hatte nennen können, wenn es nicht so fremd gewirkt hatte. Martha saß auf der Stufe der Kirche. Sie hatte die Nacht dort verbracht, ohne es zu merken. Ihr Körper fühlte sich leicht an, so leicht, als hatte man ihr etwas genommen, das sie all die Zeit getragen hatte, ohne es zu wissen. Die Luft in ihrer Brust war frei, aber kalt. Lena setzte sich neben sie. Sie sagte nichts. Worte waren vorsichtig geworden. Ist es vorbei? Fragte sie schließlich. Martha schüttelte den Kopf. Nein, sagte sie, aber es ist anders. Der Platz füllte sich langsam. Niemand wusste, was jetzt zu tun war. Es gab keine Regel dafür, keine Stimme, die den nächsten Schritt vorgab. Der Alteste kam aus der Kirche. Ging langsam, gebeugt. Seine Schultern waren eingefallen, als trüge nun das Gewicht, das so lange verteilt hatte. Niemand machte ihm Platz.
Niemand trat eichem in den Weg, war einfach da. Einer von Wählen, blieb vor Martha stehen. Höre sie nicht mehr, sagte leise. Das ist kein Verlust, antwortete Martha. Nickte, ich weiß. Ein Kind begann zu weinen, nicht laut, nicht unterdrückt, einfach so. Der Laut schnitt durch den Platz wie etwas Neues. Die Mutter sah sich panisch dann ließ sie die Hände sinken. Sie hielt ihr Kind nicht mehr fest. Nichts geschah, der Boden blieb still. Ein Murmeln ging durch die Menge, unglaublich, saugernd. Dann begann eine Frau zu schluchzen. Ein Mann schlug sich die Hand vor den Mund, ließ sie weiter sinken. Tränen fielen auf den Boden, und nichts öffnete sich. Martha schloss die Augen. Das war es also. Nicht Erlösung, aber Freiheit. Was passiert jetzt mit ihnen? Fragte Lena leise, mit denen darunter. Martha dachte an die Namen, an die Warme, an die Gewissheit, dass sie nicht mehr gedrängt hatten. Sie sind nicht verschwunden, sagte sie. Sie sind aufgehört, festgehalten zu werden. Der Älteste hörte es. Und du? Fragte Was passiert mit dir? Martha sah auf ihre Hände. Sie zitterten leicht. Ich bleibe, sagte sie. Noch. Warum? Weil ihr lernen müsst, ohne Schuld zu leben, antwortete sie. Und das geht nicht allein. Der Tag verging langsam. Menschen setzten sich zusammen, sprachen, nicht viel, aber ehrlich. Namen wurden genannt, nicht laut, nicht feierlich, sondern im Vorbeigehen. Weil etwas Selbstverständliches, das man lange verlernt hatte. Am Rand des Dorfes begann jemand zu graben. Nicht tief, nur genug, etwas zu markieren. Andere halfen. Niemand fragte, wofür. Gegen Abend kam der Wind zurück. Sanft diesmal, trug den Geruch von Erde und Rauch, nicht von Angst. Martha stand auf, ihr Rücken schmerzte noch immer. Die Narbe war da, sie würde bleiben. Ein Zeichen, nicht der Schuld, sondern der Grenze. Es gibt Dinge, die nicht zurückkommen, sagte sie zu Lena. Und Dinge, die neu sind. Lena nickte, und wenn es weiter beginnt. Martha sah zum Wald. War still. Nicht leer, aber ruhig. Dann wird jemand sprechen, sagte sie. Nicht schreien, nicht schweigen, nur sprechen. Die Sonne sank. Kein Krachen, kein Beben. Steinmark atmete. Und zum ersten Mal seit langer Zeit war das genug. Die ersten Tage danach waren gefährlicher als die Nacht. Nicht wegen der Erde, nicht wegen der Stimmen, sondern wegen der Lücke. Steinmark hatte gelernt, mit Druck zu leben, mit Regeln, die schnitten, mit Schweigen, das trug. Nun war da etwas Offenes, und niemand wusste, weil man es fühlte, ohne weiter Schaden anzurichten. Am Morgen des dritten Tages begann jemand, die Fenster zu putzen. Es war eine belanglose Handlung. Und genau deshalb blieb sie nicht unbemerkt. Die Frau rieb das Glas zu gründlich, als musste sie etwas abwaschen, das nicht sichtbar war. Andere sahen zu. Niemand half, niemand hinderte sie. Martha beobachtete es vom Kirchhof aus. Sie hatte sich nicht mehr in das Haus der Beobachter zurückgezogen. Sie schlief dort nicht mehr. Stattdessen ging sie von Haus zu Haus. Nicht als Richterin, nicht als Heilerin. Sie hörte zu, mehr nicht. Manche baten sie darum, andere nicht. Beides war in Ordnung. Sie reden jetzt, sagte Lena und trat zu ihr, zu viel. Martha nickte. Das ist normal. Manche sagen Dinge, die sie nie hatten sagen sollen. Auch das.
Auf dem Platz stritten zwei Männer, laut, ungeübt. Ihre Stimmen überschlagen sich, stolperten über alte Krankungen, die bisher in den Körpern gelegen hatten. Niemand ging dazwischen, niemand wusste, wer. Der Älteste stand abseits, hatte sein Amt nicht abgelegt, es hatte sich einfach aufgelöst. Niemand fragte Eichen etwas, niemand gab Eichem Aufgaben. War da wie ein verblasster Abdruck. Sie suchen nach etwas Neuem, sagte als Martha an Eichem vorbeiging. Nein, antwortete sie suchen nach dem Alten ohne Angst. Sah sie an, das ist nicht dasselbe. Doch, sagte Martha, nur ohne Kontrolle. Ein Schrei durchschnitt den Platz, ein echter diesmal, hoch, roh. Martha drehte sich sofort Ein Junge war gestürzt. Blut lief ihm über das Knie. Schrie nicht vor Schmerz allein, sondern vor Schreck. Vor Erlaubnis, sein Mutter erstarrte. Für einen Moment sah man es in ihrem Gesicht. Den alten Reflex, den Griff zum Mund, das Zurückziehen, das Wegmachen. Dann blieb ihre Hand in der Luft stehen. Sie ließ sie sinken, ging zu ihm, hob ihn auf. Der Junge schrie weiter. Nichts geschah. Ein paar Menschen lachten nervös, andere weinten leis. Der Boden blieb still, so fangt es an, sagte Lena. Oder, Martha sah auf den Boden, so fangt es wieder an. In der Nacht traumte Martha zum ersten Mal seit Wochen. Kein Riss, kein Arm, kein Sehen. Sie traumte von einem Raum, leer und weit, und von Stimmen, die darin ihren Platz fanden, ohne sich zu drängen. Als sie erwachte, lag Tau auf dem Boden, als hatte die Erde selbst geschwitzt. Doch nicht alles war ruhig. Am Rand des Dorfes sammelten sich Männer, leise, abseits. Sie sprachen von Ordnung, von Gefahr, von dem, was hatte passieren können. Sie sagten ihren Namen nicht, aber sie meinten Martha. Wenn es weiterkommt, sagte einer, dann sind wir unvorbereitet. Es kommt nicht so zurück, entgegnete ein anderer. Es ist vorbei. Nichts ist vorbei, sagte der Erste. Es schlaft. Martha hörte davon. Immer. Dinge fanden ihren Weg zu ihr, auch ohne dass man sie rief. Sie ging zu Einen, bevor sie sich festigen konnten. Ihr sucht Sicherheit, sagte sie, als sie vor Einen stand, und findet nur Angst. Du hast gut reden, sagte einer, du hast es getragen, wir nicht. Ihr habt es getragen, widersprach sie ruhig, nur anders. Und wenn du gehst? Mai fragte ein Jüngerer, wer halt es dann? Martha sah ihn an, niemand. Stille, das ist der Punkt. Die Worte gefielen ihnen nicht, aber sie blieben. In derselben Nacht begann es zu regnen, kein drohender Regen, ein gleichmäßiger, geduldiger Fall. Die Erde nahm ihn auf, ohne Gerausch, kein Grollen, kein Widerstand. Der Älteste kam zu Martha, zum ersten Mal ohne Frage, ohne Haltung. Ich habe Listen verbrannt, sagte alle, gut, und wenn wir sie weiter brauchen. Martha schüttelte den Kopf. Dann habt ihr nichts gelernt. Nickte langsam. Ich weiß. Am 10. Tag wurde das erste Grab geöffnet. Nicht heimlich, nicht aus Angst, offen, mit Händen, die zitterten, aber nicht aus Schuld. Ein altes Grab, eines ohne Namen. Sie legten einen Stein hinein, keine Knochen, keine Zeichen, nur einen Stein, und sprachen den Namen, der gefällt hatte. Der Boden blieb still. Es ist schwer, sagte Lena später, so zu leben. Martha sah zum Wald, ja. Und wenn es zu schwer wird, Martha antwortete nicht sofort, dann,
dann wird jemand weiter versuchen, es einfach zu machen. Und dann, Martha sah sie an, dann wird jemand weitersprechen. Der Wind legte sich, die Nacht war ruhig, nicht leer, wach, die Gewohnheit der Stille war gebrochen, und genau darin lag nun die größte Gefahr. Der erste Versuch kam nicht laut. Kam organisiert. Es begann mit Treffen nach Einbruch der Dunkelheit in Häusern, deren Fenster zur Rückseite gingen. Männer und Frauen saßen beieinander, die Hände Becher gelegt, als mussten sie sich vergewissern, dass sie noch etwas festhalten konnten. Sie sprachen leise, aber nicht unsicher. Ihre Stimmen hatten Struktur, Richtung. Sie nannten sich nicht beim Namen. Sie nannten sich notwendig. So kann es nicht bleiben, sagte einer. Es ist zu offen. Oh, die Kinder schlafen schlecht, sagte eine Frau. Sie weinen, sie schreien, und niemand hält sie auf. Der Boden, begann ein anderer, brach ab, sah sich Der Boden ist ruhig, ja, aber ruhig heißt nicht sicher. Diese Sätze wanderten durch das Dorf wie kalte Luft. Sie fanden ihren Weg in Kutschen, in Stalle, in Betten. Sie setzten sich fest in den Köpfen derer, die Ordnung nicht aus Grausamkeit vermissten, sondern aus Erschöpfung. Martha wusste davon, bevor jemand es ihr sagte. Es war nicht das, was sie hörte. Es war das, was fehlte. Die Namen wurden seltener gesprochen. Nicht aus Angst, aus Bequemlichkeit. Tränen wurden weiter, schneller weggewischt. Nicht, weil sie verboten waren, sondern weil sie es torten. Sie wollen es zurück, sagte Lena eines Abends. Nicht das Opfer, die Ruhe davor. Martha nickte. Die Ruhe hat ihnen versprochen, dass sie nichts tragen müssen. Und jetzt? Martha sah auf ihre Hände. Die Narbe an ihrem Rücken brannte manchmal noch, nicht vor Schmerz, vor Erinnerung. Jetzt merken sie, dass Freiheit Arbeit ist. Der Älteste war nicht Teil der Treffen. Wurde eingeladen. Mehrmals, lehnte ab. Nicht aus Überzeugung, aus Müdigkeit. Ich habe mein Leben damit verbracht, Dinge festzuhalten, sagte zu Martha. Ich werde nicht noch einmal anfangen. Sie werden jemand anderen finden, erwiderte sie, ich weiß. Und sie taten es war kein Fremder. Es war jemand aus Steinmark. Jemand, der gelernt hatte, wie Macht funktionierte, ohne sie offen zu tragen. Ein Mann mittleren Alters, ruhig, freundlich, zuverlässig. Einer, der half, wenn jemand krank war. Einer, der sprach, wenn andere schwiegen. Nannte es nicht Gesetz, nannte es Rahmen. Wir brauchen klare Seiten, sagte auf dem Platz. Vor Arbeit, vor Ruhe, vor Trauer. Martha hörte es und spürte, wie es sich etwas in ihr zusammenzog. Trauer braucht keinen Rahmen, sagte sie, der Mann lächelte. So doch erwiderte ruhig, sonst frisst sei alles. Einige nickten, andere nicht. Wir haben gesehen, was passiert, wenn alles offen ist, fuhr fort. Streit, Schlaflosigkeit, Kinder, die nicht wissen, wann sie still sein müssen. Martha trat vor. Stillsein ist kein Ziel, sagte sie. Doch, sagte der Mann, für eine Gemeinschaft schon. Die Worte hingen zwischen ihnen, alt, vertraut, gefährlich. In den folgenden Tagen änderten sich Kleinigkeiten, unauffällig. Bestimmte Lieder wurden nicht mehr gesungen, nicht verboten, nur ausgelassen. Kinder wurden schneller weggetragen, wenn sie laut wurden, nicht hart, aber bestimmt.
Der Boden reagierte nicht. Das machte es schlimmer. Siehst du, sagte ihr Mann. Nichts passiert. Martha spürte es nachts, ein Seichen tief in der Erde. Nicht drangend, sammelnd, als würde etwas weiter Platz machen. Sie ging zum Wald. Dort, wo früher die Risse begonnen hatten, war der Boden fest, so fest. Die Erde war kalt unter ihren Händen. Verschlossen. Wie eine Wunde, die man so früh genäht hatte. Du wirst weiter gebraucht, flüsterte jemand hinter ihr. Martha drehte sich um. Es war der Mann mit den Rahmen. Hatte sie nicht verfolgt. War ihr gefolgt. Nein, sagte sie, ich werde nicht gebraucht. Doch, sagte als Zeichen, als Grenze, du willst mich zurück in das Haus der Beobachter. Kannte sie. Lächelte traurig, nicht als Gefangene, als Sicherung. Martha schüttelte den Kopf. Das ist der Anfang. Nein, sagte das ist die Vorsorge. In dieser Nacht schrie ein Kind, langer als sonst, lauter, verzweifelter. Die Eltern hielten es fest, so fest. Der Schrei brach ab. Der Boden antwortete nicht sofort. Wartete. Am nächsten Morgen war ein feiner Riss am Rand des Platzes, kaum sichtbar. Aber Martha sah ihn. Es beginnt nicht mit einem Opfer, sagte sie zu Lena. Es beginnt mit dem Wunsch danach. Was wirst du tun? Martha sah zum Dorf, zu den Menschen, die müde waren, die Angst hatten vor der Arbeit des Fühlens. Ich werde gehen, sagte sie. Lena starrte sie an. Du kannst uns nicht allein lassen. Doch, antwortete Martha ruhig, sonst lernt ihr nie, ohne mich zu sprechen. Und wenn sie gewinnen, Martha sah zum Boden, dann wird es weiter laut. In derselben Nacht packte Martha nichts, sie ging einfach, am Rand des Dorfes blieb sie stehen, legte die Hand auf die Erde. Nicht jetzt, flüsterte sie, noch nicht. Die Erde blieb still. Hinter ihr schlief Steinmark unruhig. Und zum ersten Mal seit dem Opfer war die Stille nicht leer, sondern gespannt. Martha ging nicht weit. Der Wald nahm sie auf, wie es immer getan hatte, ohne Frage, ohne Versprechen. Die Bäume standen dicht, ihre Stämme feucht vom Tau, ihre Kronen still. Kein Wind, kein Tierlaut, nur Schritte auf Laub, die bald aufhörten, gesammelt zu werden. Sie setzte sich auf einen umgestürzten Stamm und wartete, nicht auf ein Zeichen, nicht auf eine Stimme, sondern auf die Entscheidung, die nicht mehr ihr gehörte. In Steinmark erwachte der Morgen ohne sie. Niemand sprach ihren Namen laut aus. Nicht aus Verbot, aus Verlegenheit. Es war einfacher, so zu tun, als sei sie nur vorübergehend fort. Als würde sie zurückkehren, wenn man sie brauchte. Als wäre sie ein Werkzeug, das man beiseite gelegt hatte. Der Mann mit den Rahmen trat früh auf den Platz. Sprach ruhig, sachlich, ohne Pathos. Wir müssen aufpassen, sagte Nicht alles, was sich richtig anfühlt, ist gut für uns. Einige nickten, andere schwiegen. Wir haben gesehen, wie schnell Dinge außer Kontrolle geraten, fuhr fort. Wir brauchen keine alten Regeln, aber neue Gewohnheiten. Das Wort fiel weich. Gewohnheiten, nicht Verbot, nicht Gesetz. Kinder wurden weiter schneller beruhigt. Nicht hart, aber konsequent. Tränen durften fließen, kurz. Dann sollte man weitermachen. Namen wurden genannt, aber nicht so oft. Nicht alle, der Boden blieb ruhig. Das bestärkte sie. Am dritten Tag ohne Martha wurde ein Kind geboren. Die Mutter schrie, laut, ungehemmt.
Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass jemand diesen Laut nicht zurückhielt. Die Frauen im Raum sahen einander an unsicher, dann lächelten sie. Der Schrei endete von selbst. Das Kind lebte. Der Boden schwieg. Siehst du, sagte jemand später. Wir brauchen sie nicht. In der Nacht regnete es. Der Regen war kalt. Sickerte langsam in die Erde. Tiefer als sonst. Langer als sonst. Martha wachte davon auf. Sie hatte nicht geschlafen. Sie hatte nur die Augen geschlossen. Der Wald war anders geworden. Nicht feindlich, aber aufmerksam. Sie legte die Hand auf den Boden. Die Erde fühlte sich gespannt an. Nicht hungrig, wartend, es ist noch nicht so weit, flüsterte sie. Mehr zu sich selbst als zu etwas anderem. Im Dorf begann man zu planen, nicht offen, aber zielgerichtet. Das Haus der Beobachter wurde weiter gereinigt. Nicht als Gefängnis, als Ort der Sammlung. Man stellte einen Tisch hinein, einen Stuhl, eine Kerze, nur für den Fall. Der Älteste sah es und sagte nichts. Hatte aufgehört, zu widersprechen. Müdigkeit war tiefer als Schuld. Am 7. Tag fiel jemand. Ein Mann, mittleren Alters, rutschte auf der feuchten Stufe vor seinem Haus aus. Schlug mit dem Kopf auf. Starb noch bevor jemand rief. Die Menschen standen den Körper, starr, wartend. Niemand wusste, was erlaubt war. Die Frau des Mannes kniete neben ihm. Ihre Hände zitterten, ihr Mund öffnete sich, ein Laut formte sich. Der Mann mit den Rahmen trat nahe. Ganz ruhig sagte leise, ist tot. Schreien hilft ihm nicht. Die Frau schloss den Mund. Der Boden unter ihnen gab einen leisen Ton von sich, kaum hörbar, aber da, niemand reagierte. In der Nacht darauf öffnete sich ein Riss am Rand des Dorfes, nicht groß, aber tief. Blieb offen. Martha spürte es sofort. Sie stand auf, ging langsam. Jeder Schritt ein Abwagen. Sie erreichte den Waldrand, von wo aus sie Steinmark sehen konnte. Das Dorf lag still, so still. Der Riss war nicht sichtbar von hier, aber war da. Macht es weder allein, flüsterte sie, und genau das ist das Problem. Sie ging nicht hinein. Im Dorf begann der Boden, sich neu zu ordnen. Nicht explosiv, nicht dramatisch, leise, geduldig. Sammelte wieder. Nicht Kinder, nicht Namen, sondern das, was niemand tragen wollte. Die kleinen Abbrüche, die schnellen Schlüsse, die halben Tränen. Der Mann mit den Rahmen bemerkte es zuletzt, als die Glocke in der Nacht vibrierte. Nicht schlug, nicht lautet, nur bebte, verstand er. Holt sie zurück, sagte jetzt. Niemand wusste, wo sie war. Der Riss auf dem Platz hatte sich erweitert. Nur ein wenig, aber genug, hineinsehen zu können. Dunkelheit, nicht leer. Am Morgen fand man am Rand des Dorfes einen Abdruck im feuchten Boden. Barfuß, wegführend, nicht hinein. Lena stand lange davor. Sie wird nicht zurückkommen, sagte sie schließlich. Doch, sagte jemand, wenn es schlimm genug wird. Lena schüttelte den Kopf. Nein, dann wird jemand anderes sprechen müssen. Der Boden vibrierte, nicht zustimmend, nicht ablehnend, abwartend. Steinmark lebte weiter, nicht in Frieden, nicht im Untergang, sondern in der dünnen, gefährlichen Linie dazwischen. Und tief unter ihnen lag nichts Dämonisches, nichts Göttliches, nur das, was geschieht, wenn niemand bereit ist, das Gewicht zu tragen, aber alle hoffen, dass es jemand anderes tut.